In diesem Video wollen wir uns damit befassen, was die konkreten Vorteile für digitale Nomaden und Auswanderer sind, in Dividendenaktien über ETFs und nicht direkt zu investieren. Wir haben ja schon mehrere Videos zu dem Thema gemacht. Das große Problem bei Dividendenaktien sind die Quellensteuern. Wenn du in Deutschland zum Beispiel wohnst, dann kratzen dich diese Quellensteuern nicht, denn sie werden meistens mit der deutschen Abgeltungssteuer verrechnet. Du merkst sie überhaupt nicht. Ein ganz kurzes Beispiel. Mal angenommen, du wohnst in Deutschland, du hältst Aktien von Coca-Cola. Coca-Cola schüttet dir $100 Dividende aus. Dann behalten die USA $15 Quellensteuer ein. Das heißt also, bei dir kommen $85 an, beziehungsweise bei deinem Broker. Der Broker zieht dann nochmal 10% ab, plus Soli, plus Kirchensteuer. Und somit werden dir dann eben die 25% deutsche Steuer plus Soli plus Kirchensteuer eben abgezogen. Die amerikanische Quellensteuer merkst du überhaupt nicht. Der Grund, warum es 15% sind und nicht die üblichen 30%, ist, dass Deutschland ein Abkommensstaat ist. Das heißt, du musst gegenüber den USA in einem einfachen Form erklären, die du deinem Broker gibst, dass du in einem Abkommensstaat ansässig bist. Damit werden nur 15% Quellensteuer fällig, die du, wie gesagt, im Beispiel USA überhaupt nicht merkst. Mal angenommen, du ziehst jetzt nach Dubai um, ein Niedrigsteuerland, wo es ja überhaupt keine Einkommenssteuer gibt. Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate sind natürlich kein Abkommensstaat der USA. Das heißt, nun werden 30% Quellensteuer abgezogen. Es gibt keine lokalen Steuern, hier wird nichts verrechnet. Du zahlst also 30% Steuern auf deine Dividenden, mehr also als in Deutschland. Und so kann es passieren, wenn du stark von Dividenden abhängst, also wenn dein Einkommen zum Beispiel größtenteils auf Dividenden aufbaut, dass du dann sogar mehr Steuern bezahlst, wenn du im steuergünstigen Ausland lebst, als wenn du in einem Hochsteuerland lebst, wo es Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, das gilt nur für Dividenden. Ist deine Anlagestrategie basiert auf Veräußerungen von Aktien und Wertpapieren, dann gilt das natürlich alles nicht. Dort werden keine Quellensteuern fällig. Quellensteuern gibt es bei Nichtbankzinsen und eben bei Dividenden. Und wie gesagt, du bist besonders davon betroffen, wenn du jetzt in ein Niedrigsteuerland wie Dubai umziehst, oder aber auch digitaler Nomade bist und steuerlich letztlich überhaupt keine Ansässigkeit hast. Auch dann wird hier die volle Quellensteuer fällig. Ein anderer Nachteil, wenn du in Aktien direkt investierst, ist, dass du dir die Quellensteuer in vielen Staaten sozusagen manuell zurückfordern musst. Das heißt, du musst dann an die Steuerbehörden dieser Staaten schreiben, die Quellensteuer zurückfordern. Die USA machen es hier sehr einfach. Dort ist es nicht notwendig. Das heißt, das ist ein weiterer Punkt, der eben bei Aktien, bei Dividenden manchmal mühselig ist. Auf der anderen Seite muss man hier sagen, wenn du jetzt tatsächlich in ein Niedrigsteuerland umziehst, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, und du sowieso keine Quellensteuer zurückfordern kannst, naja, dann musst du ja natürlich auch den Steuerbehörden nicht schreiben. Das heißt, einfacher wäre es in dem Fall natürlich für dich schon. Der beste Weg, dieser Quellensteuer zu entkommen, ist natürlich in Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz in einem Land haben, wo es keine Quellensteuern gibt. Bestes Beispiel zum Beispiel der UK. Investierst du also in britische Aktien, da gibt es ja auch sehr viele große, sehr interessante Unternehmen, dann wird dir hier 100% der Dividende letztlich ausgeschüttet. Im UK gibt es keine Quellensteuer. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, dort zähle ich 11 Länder auf, die keine Quellensteuer erheben. Hier spielt es übrigens keine Rolle, an welcher Börse du investierst. Es spielt allein eine Rolle, in welchem Land das Unternehmen, der Emittent, seinen steuerlichen Sitz hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel Aktien eines amerikanischen Unternehmens über die Börse in London kaufst, wird da trotzdem Quellensteuer fällig. Es spielt keine Rolle, ob hier UK Quellensteuer erhebt oder nicht. Die Quellensteuer wird schon davor letztlich vom Emittenten, vom Unternehmen einbehalten. Also, das ist sicherlich der beste Weg. Dann gibt es überhaupt keine Quellensteuer. Willst du nun aber in amerikanische Dividendenaktien investieren, und das sind ja, wenn wir ehrlich sind, vielfach die interessantesten, das Gleiche kann man auch für Deutsche sagen, dann hat ein ETF für dich viele Vorteile. So, der Vorteil über ETFs in Aktien zu investieren ist jetzt folgender. Es spielt dann nicht mehr
dein eigener Wohnsitz für die Quellensteuerberechnung eine Rolle, sondern der Sitz des ETFs. Wenn also der ETF seinen Sitz in Luxemburg hat, dann kommt es darauf an, welches Abkommen Luxemburg mit dem Staat des Unternehmens hat, wo die Dividende ausgeschüttet wird. So, da die typischen Länder, wo solche ETFs basiert sind, zum Beispiel Irland, zum Beispiel Luxemburg, zum Beispiel die Niederlande, die meisten Doppelbesteuerungsabkommen normalerweise haben, kannst du davon ausgehen, dass hier auf diese Ausschüttungen 15% Quellensteuer dann fällig wird aufgrund eben dem Sitzland des ETFs. Und meistens ist es dann so, dass zum Beispiel die Niederlande oder auch Luxemburg hier selbst eine Quellensteuer von 15% haben. Das heißt, am Ende bezahlst du 15% Quellensteuer, selbst wenn du jetzt in einem Land lebst, wie zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ein anderer Vorteil ist, du musst dich nicht um die Erstattung der Quellensteuer kümmern. Das macht alles der ETF-Betreiber. Das heißt für dich eine sehr einfache, sehr angenehme und möglicherweise steuergünstige Art, in ETFs zu investieren, insbesondere wenn du eben digitaler Nomade bist oder in einem Niedrigsteuerland wohnst, wo normalerweise weit mehr als 15% Quellensteuer auf Dividenden fällig werden würden. Aber jetzt kommt ein ganz großer Krux, nämlich amerikanische Aktien, die von dem ETF gehalten werden. Wie du dir vorstellen kannst, sind die Amerikaner hier nicht so locker wie die anderen Länder, sondern die Amerikaner sagen, Moment, wir sind nicht damit einverstanden, dass jemand, der jetzt hier in Dubai wohnt, einfach die 30% Quellensteuer umgehen kann. Das heißt, für amerikanische Aktien gilt nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Hier würdest du also nicht eine Quellensteuerreduktion bekommen, alleine dadurch, dass der ETF in einem Abkommensstaat der USA seinen Sitz hat. Und jetzt kommen wir zur besonderen Rolle von Irland hinsichtlich US-Dividendenaktien. Die USA und Irland haben nämlich ein ganz besonderes Doppelbesteuerungsabkommen. In dem wird geregelt, dass auch Drittstaaten Investoren in irische ETFs investieren können und dass selbst wenn diese Investoren zum Beispiel in Dubai oder anderen Niedrigsteuerländern ansässig sind, nicht die 30% US-Quellensteuer fällig werden, sondern eben die Quellensteuer des ETF-Sitzstaates Irland 15%. Irland selbst berechnet überhaupt keine Quellensteuer an ETF-Investoren. Das heißt also, du zahlst die 15% in den USA und damit hast du auch wieder eine günstige steuerliche Regelung. Summa summarum, was bedeutet das? Wenn du wohnsitzlos bist, weil du digitaler Nomade bist oder aber du wohnst in einem Niedrigsteuerland, macht es Sinn, nicht direkt in Aktien zu investieren, sondern in Aktien über ETFs. Außer du investierst in Aktien, wo der Emittent in einem Land sitzt, in dem keine Quellensteuer fällig wird, wie zum Beispiel dem UK. Lebst du in einem Niedrigsteuerland oder bist du digitaler Nomade ohne steuerlichen Wohnsitz und willst du in US-Dividendenaktien investieren, dann macht ein irischer ETF besonders Sinn, denn dort wird letztlich die 15% Quellensteuer, die in Irland gilt, an dich durchgereicht und du musst nicht die vollen 30% bezahlen. Investierst du in ETFs, die nicht in amerikanische Aktien investieren, da kannst du auch in Luxemburg, den Niederlanden oder einem anderen Staat hier investieren. Weil, wie gesagt, in diesen Staaten ist der maximale Quellensteuersatz ohnehin 15%. So, damit sind wir am Ende angelangt. Wie gesagt, das ganze Thema Quellensteuer ist relativ kompliziert, aber es ist natürlich für dich als Auswanderer, der jetzt hier von seinen Dividenden möglicherweise leben will, ganz entscheidend. Denn wie du sehen kannst, verlierst du hier möglicherweise unnötig viel Geld, die du an den Staat abgeben musst an Steuern, möglicherweise sogar mehr, als du bisher zu Hause bezahlt hast. Und das kann natürlich nicht der Sinn sein. Die andere Alternative wäre natürlich nicht in Aktien zu investieren, die Dividenden ausschütten, sondern sich auf eine Strategie zu fokussieren, bei der du vor allen Dingen von den Veräußerungserlösen profitierst. Dann wird natürlich sowieso keine Steuer im Sitzstaat des Emittenten fällig. Wenn das Fragen sind, die auch dich umtreiben, wie kann ich auswandern ins steuergünstige Ausland, um meine steuerliche Position zu optimieren? Wie kann ich mir Vermögen im Ausland aufbauen und sie vor dem Zugriff des Staates schützen? Dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video
mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als genau Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umziehen, auszuwandern, Steuern zu optimieren, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.